Steuerwohnsitz Spanien. Hauptwohnsitz oder Feriendomizil? Diese Frage stellt sich meistens, sobald Sie in Spanien entweder eine Immobilie erwerben oder längere Zeit in Spanien verbringen. Ob und wann Sie in Spanien steuerpflichtig werden, hängt in der Praxis tatsächlich von Ihrem Aufenthalt ab. So sieht es nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zum Beispiel erstmal davon aus, ob Sie in Spanien mehr sich als 183 Tage aufhalten, ob Sie in Spanien eine ständige Wohnstätte haben oder ob Sie Ihren Lebensmittelpunkt oder den Mittelpunkt Ihrer wirtschaftlichen Interessen in Spanien haben. Wenn Sie in verschiedenen Ländern eine ständige Wohnstätte haben, das heißt zum Beispiel in Deutschland eine Immobilie im Eigentum und diese nicht vermieten oder in Deutschland weiterhin gemeldet sind und in Spanien sich ebenfalls melden oder sich mehr als die Hälfte des Jahres aufhalten, besteht bereits der Konfliktfall. Dieser wiederum ist dann durch das Doppelbesteuerungsabkommen zu lösen. Hier geht es über verschiedene Faktoren, kommt es letztendlich darauf an, ob Sie sich auch hier mehr als 183 Tage, das heißt mehr als die Hälfte des Jahres in Spanien aufhalten oder ob Sie sich diese Zeit in Deutschland aufhalten. Damit dieser Konfliktfall überhaupt gar nicht entsteht oder zumindest nicht die Vermutungen, die das Finanzamt gegen Sie haben kann, zugelassen werden, empfiehlt es sich immer, nur in einem Land gemeldet zu sein. Entweder sind Sie in Spanien gemeldet und damit in Deutschland abgemeldet oder Sie sind in Deutschland gemeldet, dann aber nicht in Spanien gemeldet. Das Gleiche bezieht sich auf den Fahrzeugkauf. Das heißt, wenn Sie in Spanien ein Fahrzeug anmelden möchten, sollten Sie auch Ihren Hauptwohnsitz in Spanien haben. Alles anderes führt zu den entsprechenden Vermutungen, die das Finanzamt hat, damit Sie einfach ohne jeglichen Nachweis schlussfolgern können, dass Sie Ihren Steuerwohnsitz in Spanien haben und damit auch in Spanien Ihre steuerlichen Verpflichtungen zu erfüllen haben. Wenn Sie sich dazu entscheiden, nach Spanien zu ziehen, sollten Sie möglichst in der gleichen Jahreshälfte Ihren Wohnsitz in Deutschland abmelden und in Spanien Ihren Wohnsitz anmelden. Denn je nachdem, wann Sie sich anmelden im Jahr, haben Sie entweder schon das ganze Jahr Ihren Steuerwohnsitz in Spanien oder sind noch beschränkt steuerpflichtig dieses Jahr in Spanien und haben Ihren Steuerwohnsitz weiterhin in Deutschland. Das geschieht grundsätzlich, wenn Sie sich nach Mitte des Jahres in Spanien anmelden, dann sind Sie noch das ganze laufende Jahr in Deutschland voll steuerpflichtig und in Spanien gelegentlich beschränkt steuerpflichtig, zum Beispiel mit Einkommen aus Immobilien in Spanien, mit der Selbstnutzung von Immobilien in Spanien oder mit Gehalt, was in Spanien entsprechend entsteht. Unsere Empfehlung ist damit ganz klar, Anmeldung in der gleichen Jahreshälfte mit der Abmeldung, zum Beispiel in Deutschland. Damit es in der Praxis auch keine Probleme gibt, sollte mal eine Prüfung eröffnet werden, empfiehlt es sich auch immer, eine Ansässigkeitsbescheinigung für das Umzugsjahr in Deutschland zu beantragen. Das Formular finden Sie auch auf unserem Blog über den entsprechenden Link hier unten, wird ausgefüllt beim Finanzamt in Deutschland vorgelegt und sollte es mal zu einer Steuerprüfung kommen in Spanien, haben Sie ja direkt ein Dokument, was bescheinigt, dass Sie dieses Steuerjahr noch in Deutschland ansässig waren.